Was gibt's aktuell für News? Was sind aktuell für Zeiten im Pulse-Chain-Ökosystem? Wir haben den 25.05. und heute update ich euch auch einmal ein bisschen über die Liquidity Pools, die ich so gemacht habe. Heute reden wir über die OKEx-Listung, heute reden wir über aktuelle Preise und ja, seid einfach gespannt. Vergesst nicht zu liken, den Kanal zu abonnieren und tretet gerne der Community-Gruppe bei, findet ihr alles unten in der Beschreibung oder eben schreibt mir eine WhatsApp, wenn ihr Fragen habt. Hauptsache, wir können euch allen helfen und ja, sind einfach hier auf dem sicheren Weg, euch alle hier weiter nach vorne mitzubringen und jeden, der Bock hat, wirklich hier dabei zu sein, auch wirklich professionell Hand in Hand hier in diese Welt der Kryptowährung, der Blockchains, der Dezentralität mit zu begleiten. In dem Sinne viel Spaß beim Schauen des Videos. Hier sind wir auf pulseburn.com, diese Seite kennen wir alle schon und genau, hierüber wollte ich mit euch direkt mal als erstes sprechen, denn wie es nicht nur im Kryptomarkt ist, sondern eigentlich überall, ist es immer, wenn wir einen Dip haben, ja, das heißt, hier sehen wir minus 20%, minus 19%, minus 33%, minus 21%, ist das der perfekte Zeitpunkt zum Nachkaufen. Ist keine finanzielle Beratung hier, sondern macht euch immer selber natürlich einen Überblick. Aber wenn man hier von dem Sacrifice ausgeht für Pulse X, wo man für $1 10.000 Tokens bekommen hat, ist das definitiv ein genialer Preis hier. Man kriegt es gerade sogar günstiger, was mir definitiv sagt, hey Leute, aktuell ist der Zeitpunkt. Ja, wir haben hier das 1,81-fache vom Sacrifice bei Pulse. Ja, Pulse X ist mein Favorit von den beiden, wenn ich ehrlich bin mit euch, aber ich nutze die beiden auch, um von beiden mehr zu akkumulieren, um einfach immer mehr zu bekommen. Warum ist das hier mein Favorit? Weil wir, wenn wir hier beim Burn gucken, Pulse X hat einen viel krasseren Burn-Faktor, da werden viel mehr Tokens verbrannt. Wir haben hier 0,04% aller Tokens jetzt schon verbrannt, wobei hier bei Pulse 0,00116 verbrannt wurden, was natürlich ein krasser Unterschied ist, dass hier schon fast ein halbes Zehntel am Prozent verbrannt worden ist vom kompletten Supply. Diese Zahlen sind nicht immer ganz leicht. Und das macht das Ganze aber natürlich übertrieben interessant. Die Bridge ist zu 105% processed. Weiß ich auch nicht, wie das geht, aber was ich mir vorstellen kann, ist eben, ich habe das letzte Mal schon angesprochen, gleich reden wir darüber, was einmal noch hier wichtig ist, die Gaspreise ist 52 mal günstiger als Ethereum, 92 mal günstiger als Bitcoin, schaut euch das mal hier an, ja, extremst cool. Dann ja, sieht man auch hier, manche Leute haben sich, wie gesagt, ihre LP-Tokens ausgezahlt. Darüber reden wir jetzt, warum das so sein könnte. Ja, ich gehe davon aus, dass es wegen OKEx so ist. OKEx gibt einem die Möglichkeit jetzt, da habe ich auch direkt ein Video drüber gemacht, kann ich gerne verlinken oben. Hier kann man jetzt Pulse kaufen, hier kann man aber jetzt auch schon Pulse von der Pulse Chain hinziehen, also auszahlen. Ja, und theoretisch gesehen in Euros, in Dollars, ich sag mal, umwechseln, ist natürlich nicht das, was ich mache, aber was wahrscheinlich viele andere machen, die sich denken, oh cool, ich habe mein Geld verdoppelt, jetzt gehe ich hier raus, die werden sich natürlich langfristig ärgern. Ja? So, warum ist gerade so ein Bild hier zu sehen? Meiner Meinung nach liegt das daran, dass wir Pulse-Einzahlungen ab dem 23. hatten, ja, und der Spothandel für Pulse ab gestern, ab dem 24. um 9 Uhr oder 6 Uhr morgens geöffnet ist. Ja, so, weil das könnt ihr euch vorstellen, ist ja eigentlich wie eine Art Bridge, also eine Brücke, habe ich auch ein Erklärungsvideo zu, wo Kohle jetzt von der Pulse Chain zu OKEx gelangen ist, weil sie auf OKEx verkaufen wollen. Ja, was aber jetzt passiert, ab dem Moment, wo man Pulse-Auszahlung machen kann, ist OKEx wie eine Brücke, wo Pulse von OKEx auf die Pulse-Chain gelangt. Das heißt, da wird übertrieben viel Kohle bald auf die Blockchain nochmal kommen. Nicht nur über die Brücke, weil erinnert euch, die Brücke kostet auch $30 an Gebühren bei Ethereum. Das machen natürlich nicht viele. Viele werden aber meiner Meinung nach morgen um 9 Uhr startend, ja,
auf einmal loslegen, ihr Geld auf die Pulse Chain zu bringen und vor allen Dingen weg von dieser zentralen Börse OKEX, ja, weil es einfach eine geniale Möglichkeit ist. So, wer weiß, ob die auch noch Puls X listen, das weiß ich natürlich nicht, könnte man sich aber natürlich auch vorstellen und für uns natürlich alle super interessant, weil Leute, wir sind jetzt schon dabei, die meisten von uns, wo das nicht mal möglich ist. Wir waren schon dabei, bevor OKEX überhaupt nachgedacht hat, dass wir hier eine Einzahlung machen, ja, dass man Puls bei OKEX traden kann, ja, und dass man jetzt auch Auszahlung machen kann, was natürlich das Beste ist, was machbar ist, denn OKEX wird nicht die letzte Börse sein, sondern OKEX ist die erste. So, jetzt kommen wir auch schon zu Puls X. Puls X kennen wir ja alle schon. Hier, das ist neben Puls, Puls X und Hex, ist das weitere Projekt von Richard Heart. Hier hatte ich euch schon mal erklärt, wie man hier auch über die Liquidity-Geschichte hier Liquidity hinzufügen kann. Sobald man dann so ein LP-Pool-Token, so nennt sich das dann, Liquidity-Pool-Token hat, kann man diese LP-Token staken und damit diesen INC verdienen. Ja, INC ist dieser Token hier. Ich weiß nicht, ob das Bild hier gezeigt wird. Wird es nicht. Kann ich euch aber hier zeigen. INC ist dieses grüne Ding hier. Ja, und das ist halt eben nur erhältlich, indem man hier Liquidity Provider wird oder indem man irgendwie was dagegen tauscht. So, was natürlich interessant ist, habe ich schon mehrmals gesagt, bald wird wahrscheinlich auch dieser Puls X Pool hier gelauncht, wo man dann Puls X staken kann und andere Tokens damit verdienen kann. Ja, und ich habe hier aber meine Farms am Laufen. Das ist, wie gesagt, ein Account von mir, wo ich hier einmal Puls X und Rep Puls laufen lasse. Ja, hier habe ich aktuell eine gewisse Menge drin. Ja, 3 Millionen von diesen von diesen Pool-Tokens. Und ich kriege, wenn man mal schaut, wenn das jetzt 7 Tage lang läuft hier, würde ich hier 6,44 $ bekommen. Ist natürlich nicht der Kracher, aber wo bekommt man sonst innerhalb von einer Woche 1% von seinem Investment obendrauf? Und dann auch noch in einen Token, in einem INC, der auch noch an Wert steigen wird. Also ist meiner Meinung nach eine faire Geschichte, ist aber was ziemlich niedriges mit 67,7% hier auf den INC, den man verdient. Plus natürlich die Gebühren, die man sammelt. Ja, da kann man hier mal schön gucken, wie viel Volumen ist jeweils auf diesem Trading Paar. Da ist natürlich hier Puls X Wrapped Puls, ist natürlich recht viel Volumen drauf, 29,4 Millionen. Ja, das ist immer wichtig zu gucken. Und was ansonsten noch wichtig ist, ist halt eben, es gibt beim Liquidity Pool Farming einen sogenannten Impermanent Loss. Und wie kann man das checken? Man sollte möglichst also wenn man hier auf Desk Screener ist, sollte man hier den Puls X Wrapped Puls Preis nicht in Dollar, sondern halt eben in Puls X Wrapped Puls anzeigen lassen. Das kann man hier oben machen, wenn man draufklickt. Und sollte dann gucken, dass man hier einen Handelspaar erwischt, wo dieser Preis hier, ich weiß gar nicht mal, wo man jetzt hier so Striche ziehen kann, aber egal, wo der Preis hier zwischen einer gewissen Range bleibt. Ja, man möchte letztendlich, dass diese Tokens sich sozusagen hoch und runter und hoch und runter und hoch und runter bewegen, weil ansonsten, und das habe ich schon mehrmals erklärt, jetzt beim Liquidity Pool Farm ist das richtig riskant, weil man auch viele Tokens verlieren kann. Ich kann euch das jetzt hier perfekt zeigen, weil ich selber auch mal ausgerechnet habe, nur für euch, was hier genau passiert ist. Ich habe es schon länger laufen und ihr seht hier unten, was aktuell bei mir drin ist. Gestartet habe ich das Ding, ja, da hatte ich 5,812 Millionen Puls X hier in diesem Pool drin, in diesem Topf. Und Puls hatte ich 1,48 Millionen. Ihr seht selber, aktuell habe ich 1,3 Millionen weniger an Puls X, aber dafür fast 500.000 mehr Puls. Warum? Weil die Ratio von Puls X zu Puls gestiegen ist. Puls X ist mehr wert als Puls, deswegen musste Puls X verkauft werden. Ja, und das hat sich so angepasst. Ja, das ist halt hier eben dieses Impermanent Loss. Sollte aber Puls X und Puls irgendwann wieder in einem Ratio von 1:4 sein, ja,
dann werde ich auch wieder meine 5 Millionen von dem haben und davon nur 1,4 Millionen. Und das wird gleich viel wert sein, weil die Preise wieder ähnlich sind. Deswegen, das ist ein Ding, was ich wirklich vollkommen langfristig halte. Es könnte sein, dass ich hier, weil das ist halt eben dieses Risiko, am Ende hier drinne bin und das ist halt das Problem, dass man am Ende hat man mehr vom günstigeren Token, von dem Token, den man gar nicht haben wollte, so in etwa. Ja, deswegen hier immer nur mit Vorsicht rein, obwohl es schon das sicherste Paar hier mehr oder weniger ist. Ja, dann gibt es hier noch Pulse und USDC, was ich laufen habe. Hier hat man auch mehr Prozente, die man kriegt. Was heißt das jetzt konkret für euch? Ja, hier ist ja der Dollar stabil. Also kann nur Puls wachsen. Das heißt, wenn Puls mehr wert wird, fälle ich hier aber automatisch natürlich am Puls, weil das immer gegen Dollar verkauft werden muss. Und so habe ich am Ende nicht 100% Wachstum, aber sagen wir mal 100% Wachstum sind 1000%, die Puls gestiegen ist, sondern nur 500%, weil ja die Hälfte davon immer in USDC gebracht werden musste. Ja, das heißt, ich wäre natürlich besser unterwegs, würde aber keine Gebühren sammeln, würde kein INC sammeln, ja, wenn ich die einfach so halten würde, ja, und deswegen ist das hier meistens eine Sache, die wirklich nur große Leute machen, die langfristig hier drinne bleiben, ja, die das nicht einfach nutzen zum Raus-Reingehen und ja, hiermit sich einfach auch ein bisschen beschäftigen möchten. Jeder, der darüber mehr Infos möchte, ist wirklich ein bisschen komplizierter. Was heißt kompliziert? Es ist einfach ein bisschen tiefer in die Materie rein, weil man hier so ein bisschen was verstehen muss, was hier passiert. Ich würde euch empfehlen, macht es wirklich nur mit Leuten zusammen, die sich wirklich hier auch ein bisschen auskennen. Was ich letztendlich mit meinen Sachen mache, ich gehe dann einmal alle 2 Tage hier rein und klicke auf Harvest. Dann kann ich hier diese INCs, die ich mir verdient habe, auszahlen. Das mache ich dann bei jedem dieser Pools. Hier habe ich ja auch noch den Wrapped Ethereum und Wrapped Pulse und tue das dann alles in einen Pool hinein. Und zwar in diesen Pool, wo ich dann mein Pulse X mit INC paare. Ja, und habe sozusagen eine Art Zinseszinseffekt dadurch. Ja, weil ich ja hier durch mein INC und Pulse X, andere Leute werden das Pulse X oder das INC gegeneinander tauschen. Diese Gebühren, da kriege ich einen Teil von. Plus ich verdiene hier nochmal mehr INC. Und so kann ich diese Möglichkeit einfach nutzen, um mich hier immer breiter in diesem Ökosystem aufzubauen. Und habe so langfristig gesehen natürlich auch ein breiter aufgestelltes Portfolio und brauche meine Tokens nicht zu verkaufen, um hier letztendlich mehr Tokens in meiner Hand zu behalten oder in meiner Hand zu halten, was ja letztendlich ja der Sinn hier ist, dass die Tokens nicht nur rumliegen, sondern dass die Tokens auch für dich arbeiten und auch was leisten. Wie gesagt, das wird alles nochmal viel, viel leichter, sobald hier diese Pools kommen, weil dann könnt ihr euer Puls X da einfach hinterlegen, braucht keinen Puls, was ihr paart, habt nicht die Möglichkeit, dass ihr den Wert von diesem Puls X nicht mitnimmt, aber es wird meiner Meinung nach auch einen riesigen Schub für den Preis von Puls X geben, weil dann so wie bei Hex, wir kennen ja alle Hex, die Tokens gelockt höchstwahrscheinlich sind und man je mehr länger man lockt, vielleicht gibt es das auch nicht, vielleicht ist es auch einfach nur so ein Ding von wegen, lass deine Tokens drinne, je länger du sie drinne lässt, desto mehr Belohnung kriegst du, kann ich mir auch vorstellen. Aber die Leute werden irgendwie dazu motiviert werden, ihre Tokens da länger drinne zu halten. Ja, damit die Leute, die länger drinne sind, mehr Belohnung bekommen und der Preis von dem ganzen Projekt sich auch stabiler entwickeln kann. Alles klug gemacht, alles schlau gemacht für die Leute, die das hier langfristig sehen. Ich denke gerade drüber nach, dass ich weil ich habe davon noch einen zweiten, dass ich einen dieser Dinge vielleicht sogar wieder herausnehme. Ja, dann gucke ich einfach mal, wie viel Prozent meines Portfolios das gerade ausmacht. Und dann schaue ich, dass ich maximal 20% von meinem Portfolio, von meinem Puls X und von meinem Puls hier in diesen Dingern drin habe, damit ich diesen Preisanstieg, ja, wenn jetzt Puls X, ja, von diesen 0,000000745, ja, jetzt nur auf 1,4 geht, haben wir eine Verdopplung. Ja? Wenn das aber auf 1,4 hier geht, haben wir schon 20x gemacht. Wenn das hier auf 1,4, also 1,4 Cent geht, haben wir ein 200x gemacht. Und würde das auf 24 Cent gehen, haben wir 2400x gemacht. Krass.
haben wir 1400x gemacht, ja. Es ist komplett geisteskrank, was hier alles möglich ist. Und dementsprechend muss man hier wirklich, wirklich, wirklich sich Gedanken machen. Bin ich so gut aufgestellt, dass ich davon was splitte, dass ich davon was in so einen Pool packe? Oder aber lasse ich es lieber so sein, lasse ich das lieber alles ganz, ganz getrennt, warte auf diesen Puls X Pool hier, ja, der hier dann auch kommt. Abonniert bitte alle Richard Hart bei Twitter. Wofür? Weil ihr da die Nachrichten als allererstes bekommt. Auch ich gucke bei Richard Hart auf Twitter, ja, hier, so wie bei vielen anderen Projekten von Kryptowährung, gucke ich hier immer, ich habe da eine Nachricht, hier die Glocke schön aktiviert und jedes Mal, wenn er tweetet, kriege ich eine Nachricht. Extremst wichtig, extremst guter Trick, um hier einfach aktuell dabei zu sein, weil hätte man das gestern gemacht, ich habe es leider verpeilt, hätte man hier New Farm for Bitcoin from Ethereum, hätte man 44,5 Millionen % APR mitnehmen können. Und wenn es nur für ein paar Minuten gewesen wäre, dann hätte man hier aus, keine Ahnung, $100 mal eben $500 gemacht, weil es ist so viel Prozent. Das geht dann natürlich dementsprechend extrem krass auch runter. Können ja jetzt gucken, wo es jetzt gerade ist. Das ist jetzt noch bei 977%. Ja, aber noch bei 977% würde man hier in einem Tag 2,68 $ machen. Ja, hätte man da $1000 drin, würde man dementsprechend nochmal mehr machen. Ja, aber ja, jetzt waren das nicht 1000, sondern jetzt waren das auch nicht 10.000, 100.000, sondern Millionen %. Also die Zen-Zahlen steigen da extrem schnell. Und ja, so Sachen kann man dann halt einfach eben gut nutzen, um sich hier nochmal mehr Kapital aufzubauen, um hier ein bisschen tiefer reinzugehen. Jetzt haben wir aber auch genug über all die Themen geredet. Wenn ihr da Fragen zu habt, ja, schreibt mir per WhatsApp, geht in die Community-Gruppe, schreibt dort alle eure Fragen rein und genau, nutzt diese Chance, jetzt bevor auf OKX das alles gelistet wird, beziehungsweise die Auszahlung aktiviert werden, nutzt diese Chance und holt euch einen Bag voll Puls X, denn ja, oftmals trifft man dann doch Entscheidungen, die man nicht bereut. Das ist wie bei einem Flugzeug. Ja, 3% aller Flüge, die starten, die crashen halt. Ja, nur wenn man dann selber in ein Flugzeug geht und, sage ich mal, von New York zu Los Angeles fliegt, ja, dann lässt man nicht 3% da liegen von seinem Körper, sondern dann geht man zu 100% ins Flugzeug rein, ohne die Besatzung, ohne den Piloten etc. zu kennen, ja, und hebt halt eben ab und vertraut der ganzen Geschichte. Und so ist das hier auch. Man muss hier nicht mit 100% reingehen, aber versucht es aus, ja, denn nur wenn ihr es gemacht habt, könnt ihr am Ende sagen, ja, mache ich gern noch einmal, beschäftige ich mich weiter mit, oder eben nee, war doch nicht so für mich, aber hätte ich damals von Hex innerhalb den ersten paar Wochen, ja, von dem Typen, der mir das Ganze so noch gut erklärt, mitbekommen, ich habe gedacht, wow, das ist ja hier eine geisteskranke Geschichte, da muss ich mit am Start sein, und hätte mir das Ganze angeguckt. Deswegen verpasst diese Chance nicht, das Ding ist noch richtig krass am Anfang. Ich hoffe, ihr kriegt das auch alle mit hier von meinen Videos her. Lasst mir gerne ein Feedback da und ich freue mich von jedem einzelnen von euch zu hören. In dem Sinne, viel Spaß bei den nächsten Videos und bis bald.